Mein Name ist Ursula Keller und ich bin Professorin in der Experimentalphysik an der ETH Zürich und mein Spezialgebiet ist in der Laserphysik und ganz speziell in der Kurzzeitlaserphysik. Am Anfang musste ich eigentlich meinen Vater überzeugen, dass ich Physik studiere und nicht nur Mathematik. Und es gab einen Tag der offenen Tür an der ETH und dort gab es ein Experiment mit einem Laser. Und das hat mich anno dazumal schon so stark fasziniert, dass ich schon gedacht habe, dass ich etwas mit Laser machen möchte. Eine wichtige industrielle Anwendung ist die Materialbearbeitung. Am Anfang hat man das mit kontinuierlichen Laser oder relativ langen Laserpulsen gemacht, aber dann hat man in den Laboren gesehen, wenn die Pulse immer kürzer und kürzer geworden sind, konnte man einfach viel präziser schneiden und auch Materialien bearbeiten, die sonst aufgrund von der Wärmebelastung kaputt gegangen wären. Und dann hatte man gezielt nach Laser gesucht, die diese ganz kurzen Pulse produzieren, aber das gab es damals nicht. Und dazu habe ich dann die Lösung gefunden, und zwar indem, dass ich einen Halbleiterspiegel, dieses Sesam, entwickelt habe, das dann eben diese kurzen Pulse produziert hat von diesem Festkörperlaser. Auf ganz einfache Weise. Man ersetzt einfach einen normalen Spiegel mit diesem Halbleiterspiegel und wenn alles richtig ist, kommen dann kurze Pulse raus. Also die kurzgepulsten Laser werden benutzt in der Industrie für die Materialbearbeitung und auch für die Diagnostik, für die Messtechnik, für optische Kommunikation. Und meine Technologie wird zum Beispiel auch dafür benutzt für die ganze Augenchirurgie, um die Linse zu korrigieren, so dass ich keine Brille mehr tragen muss. Und das geht alles mit diesen kurzgepulsten Lasern eben viel genauer und ohne Beschädigung vom Auge. Es gibt noch so viele Zukunftsvisionen mit diesen kurzgepulsten Lasern, oder? Eine ist, dass wir mal herausfinden können, ob die Naturkonstanten überhaupt konstant sind. Ja, ich war wirklich sehr überrascht über den Anruf vom Bundesrat, dass ich jetzt den Marcel Böhmer-Preis gewonnen habe. Ich habe wirklich nicht damit gerechnet. Aber das ist auch eine Anerkennung für meine ganze Gruppe. Ich meine, bei mir sind es jetzt bald 30 Jahre Forschung an der ETH und fast 100 Doktorierende, die hier mit mir abgeschlossen haben. Und ohne dieses Team ginge es nicht.